Hallo, ich grüße dich aus dem abendlichen Luisenpark in Mannheim zu einem Video der etwas anderen Art. Wir reden heute über ein Thema, das für Musiker und für Sänger ganz im Besonderen äußerst wichtig ist. Das Thema Disziplin. Wenn du nun ein top disziplinierter Sänger bist, dann kannst du entweder ein anderes Video schauen gehen oder lehn dich zurück und freu dich darüber, dass du schon alles richtig machst. Wenn du allerdings, wie so viele andere, und da nehme ich mich auch nicht aus, manchmal Probleme mit dem Thema Disziplin hast und den Kampf mit dem inneren Schweinehund auch nur zu gut kennst, dann schnall dich an. Ich habe ein paar gute Sachen für dich. Am Ende dieses Videos wirst du hoffentlich wissen, was Disziplin bedeutet und warum sie so wichtig ist, um unsere Ziele zu erreichen. Ich gebe dir ein paar Beispiele, was Disziplin für Sänger bedeuten könnte, und am Schluss noch ein paar Fragen, die du dir vielleicht selbst beantworten kannst. Ich war über 20 Jahre lang als klassischer Sänger tätig im Feld Oper, Konzert und Lied und die meiste Zeit davon als Freiberufler. Und für Freiberufler ist das Thema Disziplin besonders wichtig. Ich weiß, wovon ich spreche. Seit ein paar Jahren bin ich nun Professor für Gesang an der Hochschule für Musik in Mannheim und gebe hier mein Wissen an junge Sängerinnen und Sänger weiter und erlebe plötzlich das Thema Disziplin von der anderen Seite, der Einfordernden. Was ich dir hier erzähle, dient also einzig allein dazu, dich zu motivieren und dich besser zu machen. Sei es, ob du ein Profi bist, ob du ein Gesangsstudent bist oder nur jemand, der sich überlegt, vielleicht auch einmal Gesang zu studieren und sich nicht ganz sicher ist, ob er das Zeug dazu hat. Viel Spaß! Was bedeutet der Begriff Disziplin überhaupt? Disziplin hat im Grunde 4 Bedeutungen, von denen uns allerdings nur 2 wirklich interessieren. Das Thema Wissenschaftsdisziplin oder eine Sportart, eine Disziplin, ist für uns nicht so interessant. Die erste Bedeutung, die uns interessiert, ist die folgende. Das Einhalten von bestimmten Vorschriften und vorgeschriebenen Verhaltensregeln oder Ähnlichem, sich einfügen in die Ordnung einer Gruppe oder einer Gemeinschaft. Im Augenblick, zur Zeit von Corona, das Tragen einer Maske oder das Einhalten des Sicherheitsabstandes erfordert Disziplin von uns allen. Und bitte, haltet Abstand weiterhin und tragt eure Masken. Es ist wirklich wichtig. Die zweite und für uns Sänger sehr, sehr bedeutende Bedeutung ist die folgende. Die Beherrschung des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen. Ich habe auch mal geschaut im Duden, was für Synonyme es auch für das Wort Disziplin in diesem Kontext gibt. Und da finden sich folgende Synonyme: Beherrschtheit, Beherrschung, Kontrolle, Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin, Selbstkontrolle. Disziplin wird also immer benötigt, wenn man das Maximum aus sich herausholen möchte. Doch die Voraussetzung für Disziplin ist immer ein starkes, definiertes Ziel. Ich meine, wenn jemand zum Beispiel nicht abnehmen möchte, warum sollte er auf das Stückchen Kuchen verzichten? Oder wenn jemand nicht den Marathon laufen möchte im kommenden Jahr, warum sollte er jeden Tag kilometerweit joggen? Das ist nicht Disziplin. Aber wenn ich ein starkes und echtes Ziel habe, das ich wirklich will, dann wird es mir auch nicht schwerfallen, diszipliniert zu sein. Und lass uns mal kurz überlegen, was deine Ziele sein könnten als Sänger. Auf der Bühne stehen, dein Leben der Oper widmen oder der Musik widmen. Aber warum willst du das? Oder berühmt werden. Aber warum willst du das? Und ist das wirklich ein gutes Ziel? Oder du möchtest deinen Lebensunterhalt mit Gesang verdienen. Das ist auch die Frage, ist das das richtige Ziel zunächst? Was bedeutet nun das Thema Disziplin konkret für einen Sänger? Nun, zunächst üben auf jeden Fall. Da muss man bereit sein zu lernen. Sprachen lernen, neue Partien lernen, auch Gesangstechnik neu erlernen unter Umständen. Man muss ständig auf seine Stimme achten und sich oft schonen. Das bedeutet vielleicht abends mal nicht in den Club zu gehen oder nicht mit den Freunden eine durchzechte Nacht zu verbringen. Oder auch der Klassiker, wenn man mal zu einem Gastspiel in einer fremden Stadt ist, wo ein Freund wohnt, sich noch kurz vor der Aufführung für eine Stunde im Café treffen und richtig schön klönen. Das geht manchmal nicht. Dazu braucht es noch Disziplin.
Wir müssen auf unseren Körper achten. Wir müssen gesund sein, wir müssen fit sein, wir müssen unsere Figur erhalten und auch etwas gepflegt sein. Denn das gehört auch dazu. Auch Akquise erfordert viel Disziplin. Wir brauchen Agenten, die wir finden müssen. Wir müssen Vorsäge arrangieren, vielleicht neue Veranstalter ausfindig machen, networken, auf Premierenfeiern gehen unter Umständen, PR, Social Media, eine Website. Auch Zuverlässigkeit ist ein wichtiges Thema. Man muss immer pünktlich sein und immer optimal präpariert. Auch für Teamfähigkeit braucht es Disziplin. Wir müssen uns oft in ein Ensemble einfinden oder in einen Chor oder mit einem neuen Musiker zusammenarbeiten, den wir noch nicht kannten. Auch Dirigenten und Regisseure erfordern oft, dass wir uns unterordnen und das erfordert oft Disziplin. Wichtig ist, dass das Ziel immer dominiert. Wenn wir ein klares, definiertes Ziel haben, dann haben wir auch die Kraft durchzuhalten und diszipliniert zu sein. Okay, und jetzt möchte ich, dass du dir mal über 4 Fragen ganz kurz Gedanken machst. Nimm dir mal ein Blatt Papier und einen Stift, setz dich hin, hör dir die Fragen an, schreib sie auf und formuliere danach deine Antworten. Frage 1. Habe ich ein Ziel und welches ist das? Frage 2. Will ich das Ziel auch wirklich? Oder will es vielleicht jemand anders? Warum will ich das Ziel? 3. Was sind die negativen Impulse, die mich von dem Ziel wegführen könnten? Und welche Konsequenzen hätten diese? Und jetzt 4. bitte ich dich, dein Ziel ganz genau dir vorzustellen. Mal es dir komplett aus. Wie wäre es, wenn du dein Ziel erreicht hättest? Und jetzt denke nochmal über die Impulse nach, die dich von deinem Ziel wegbringen könnten. Und male dir auch diese ganz genau aus. Das ist ganz schön viel, ne? Ich weiß. Aber glaub mir, es hilft unheimlich, seine Ziele zu kennen, wenn man Disziplin möchte. Die Summe der vielen kleinen Dinge, die man als Sänger beachten muss, kann manchmal ganz schön überwältigen. Man kommt sich direkt vor wie ein Tellerjongleur, der die Teller auf einem Stab balancieren muss und schauen muss, dass sie nicht herunterfallen. Ihr kennt das bestimmt. Und da kommt Zeitmanagement ins Spiel. Ich habe hier eine kleine Technik, die ich dir vorstellen möchte, die dir vielleicht helfen könnte, dein Zeitmanagement zu verbessern. Es handelt sich um das Pareto-Prinzip oder die 80-20-Regel. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Man kennt das hauptsächlich aus dem Zeitmanagement und Selbstmanagement und aus der Wirtschaft. Dieses Prinzip besagt, dass es immer möglich ist, mit 20% des Zeitaufwandes 80% des Ergebnisses zu erzielen. Das heißt nicht, dass man in den Teilbereichen nicht 100% gibt. Nein, es geht nur darum, die wirkungsvollsten und effizientesten Dinge herauszufinden und diese zuerst zu tun. Und wenn man mit diesen 20% Zeit schon 80% des Ergebnisses hat, kann man sich etwas beruhigen und in Ruhe die letzten 20% angehen, wenn es sein muss. Und manchmal kann man sie durchaus auch verschieben oder delegieren. Denkt mal drüber nach. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei einem anderen YouTuber bedanken, Alex Fischer, Düsseldorf, seines Zeichens eigentlich ein Immobilienmogul und ein YouTube-Betreiber eines Immobilienkanals und Wirtschaftswissen. Und er hat einen Podcast herausgegeben, den ich hier auch verlinken möchte, den ich äußerst inspirierend fand. Und das Kapitel über Disziplin in seinem Podcast hat mich dazu veranlasst, dieses Video hier zu machen, weil ich fand, dass es auch für uns Sänger äußerst viel bringen könnte, diese Regeln zu befolgen. Vielen Dank also nochmal dahin. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn ja, dann lass doch bitte ein Like da und gern noch ein Abonnement. Und wenn du auf die Glocke drückst, dann kriegst du auch eine Notification, wenn das nächste Video erscheint. Und wenn dir generell so ein Video wie heute bei Mindset gut gefällt, dann schreib doch bitte in die Kommentare, ob du sowas noch einmal sehen möchtest. Besuch mich auch gerne auf den sozialen Medien und auf meiner Website und wenn du möchtest auch auf meinem anderen YouTube-Kanal, wo ich als Sänger tätig bin. Empfehle das Video auch unbedingt einer Freundin oder einem Freund weiter, wenn du das Gefühl hast, dass sie auch etwas davon haben könnte und dass sie es braucht. Und in diesem Sinne, bleib immer gut bei Stimme und bis bald.